Moin Moin und herzlich willkommen an der TWS Bar, denn heute wird wieder kräftig gemischt. Vor einiger Zeit hatte ich euch ja den Vortex-Mixer der französischen Firma 4S Scientific vorgestellt. Ein hochwertiges Gerät aus dem Laborbereich, um sekundenschnell Flüssigkeiten zu mischen. Denn ein eingebauter Motor mit 3000 Umdrehungen pro Minute bewirkt derart starke Vibrationen, dass beispielsweise handelsübliche Tabletop-Farben nach wenigen Augenblicken wieder perfekt durchmischt und optimal gebrauchsfertig sind. Besonders bei dickflüssigen Farben oder einigen Kontrastfarben erspart dies ewig langes Schütteln von Hand. Klar, so ein Vortex-Mixer ist ein ziemlicher Luxus, denn das Gerät liegt bei rund 100 Euro. Für mein damaliges Video hatte mir ein Freund seinen Vortex-Mixer ausgeliehen. Mittlerweile habe ich aber einen eigenen und möchte den auch nicht mehr hergeben. Auch Dennis hat auf seinem Dice-Kanal mittlerweile ein Review von dem Gerät veröffentlicht und ist ebenfalls begeistert. Den Link zu seinem Bericht findet ihr oben. Vor kurzem erhielt ich dann überraschend ein Schreiben des französischen Herstellers 4S Scientific, in dem sie sich für meinen Videobericht bedankten und anboten, mir quasi das Nachfolgemodell kostenlos und unverbindlich zuzuschicken. Das nette Angebot nahm ich natürlich gerne an, entsprechend nun meine ganz persönliche Meinung zum Mini-Vortex-Mixer VM112B. Zunächst zur äußeren Erscheinung. Das Gerät ist größer und benötigt etwas mehr Standfläche, denn im Inneren rotiert ein Motor mit rund 5600 Umdrehungen pro Minute. Also fast doppelt so schnell wie der Motor in seinem kleinen Bruder. Zudem ist ein extra An-Ausschalter an der Unterseite vorhanden und das Kabel für die Stromzufuhr ist abnehmbar. Allerdings ist das Kabel mit 110 cm leider auch um etwa 30 cm kürzer als beim kleinen Bruder. Die Steckdose darf also nicht zu weit entfernt sein. Der extra USB-Anschluss zum Aufladen von Handys oder Betreiben anderer Geräte und das Leuchten beim Mischen sind zwar nett, aber in meinen Augen keine Kaufargumente. Beide Geräte sind ansonsten etwa gleich schwer und geben bei Inbetriebnahme ein etwa gleich lautes Brummen von sich. Der stärkere Motor im großen Mixer macht sich hier also nicht negativ bemerkbar. Lauter wird's nur, wenn der Vortex-Mixer ungünstig steht, also zum Beispiel in der Mitte eines Tisches statt am Rand. Dann übertragen sich nämlich die Vibrationen anders und der Tisch wirkt wie ein Klangkörper und es wird lauter. Das liegt aber wie gesagt nicht am Gerät selbst, sondern an der Platzierung auf dem Untergrund. Bei dem kleinen Mixer ist der Lautstärkeunterschied allerdings weniger auffällig. Aber bringen die 5600 Umdrehungen des großen Mixers einen spürbaren Vorteil gegenüber den 3000 Umdrehungen des kleinen Mixers? Um das zu testen, habe ich zwei dickflüssige Acrylfarben in kleine Behälter gefüllt, eine Agitatorkugel hinzugegeben und für jeweils 20 Sekunden durchmischen lassen. Hierbei habe ich die Behälter auch nur senkrecht auf die Geräte gestellt bzw. gedrückt, um einen optimalen Vergleich zu haben. Normalerweise sollte man die Behälter schon etwas bewegen, um das Mischergebnis zu verbessern oder zumindest zu beschleunigen. Nach 20 Sekunden dann die Überraschung. Der kleine Mixer mit seinen 3000 Umdrehungen liefert bei diesem Versuchsaufbau ein besseres Ergebnis als sein großer Bruder mit 5600 Umdrehungen. Warum und wieso, kann ich aus technischer Sicht leider nicht beurteilen. Doch sobald man den Behälter beim Mischen etwas bewegt, stellt sich natürlich ebenfalls nach wenigen Sekunden ein perfektes Mischergebnis ein. Mein persönliches Fazit lautet daher: Der große Vortex-Mixer VM112B kommt ein wenig stylischer und mit deutlich stärkerem Motor daher. Doch zum Mischen von Tabletop-Farben macht sich da kein wesentlicher Vorteil bemerkbar. Das etwas kürzere Kabel kann je nach Steckdosenentfernung sogar ein Nachteil sein. Außerdem sollte man den Mixer wegen seiner stärkeren Vibrationen nicht in der Mitte eines Tisches platzieren. Ansonsten macht der große Vortex-Mixer VM112B einen ebenso hochwertigen Eindruck und mischt Farben genauso zuverlässig wie sein kleiner Bruder. Ein Umstieg vom kleinen aufs große Gerät ist in meinen Augen daher nicht nötig, aber wer noch gar keinen Vortex-Mixer besitzt und nicht auf günstige Plastikware aus China setzen möchte, hat bei 4S Scientific nun die Qual der Wahl zwischen zwei tollen Geräten. Denn preislich liegen die beiden Vortex-Mixer dicht beieinander. Aktuell bietet Amazon das große Gerät sogar etwas günstiger an. Mit Rabattaktion seid ihr schon mit rund 90 € dabei.
Mein ausführliches Review zum kleinen Vortex-Bruder habe ich euch zum Vergleich übrigens oben verlinkt. Und egal, ob ihr eure Farben fortan weiter per Hand schüttelt oder auf einen Nagellackshaker setzt, einen günstigen China-Import bevorzugt oder euch einen der Luxusmixer von 4S Scientific gönnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Malen und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann.